Die wichtigsten Bedürfnisse in der Behandlung der Melanomerkrankung sind vor allen Dingen die Behandlung von Patienten im fortgeschrittenen Stadium des Melanoms, das heißt Patienten im Stadium 3 und im Stadium 4. Für das Stadium 4 gibt es seit 2012 eine ganze Reihe an neuen Medikamenten. 8 neue Medikamente sind zugelassen worden. Das heißt, ein Großteil dieser Patienten profitiert von der Behandlung mit neuen Therapien, vor allen Dingen Checkpoint-Inhibitoren und auch BRAF-MEK-Kombinationen. Und die mittlere Überlebenszeit dieser Patienten ist deutlich angestiegen. Wir haben etwa 50% der Patienten, die tatsächlich auch 5 Jahre heute in Deutschland mit einer metastasierten Erkrankung überleben. Das heißt, etwa 50% der Patienten versterben trotz der großen therapeutischen Fortschritte. Das heißt, wir müssen besser verstehen, woran liegt es, dass diese Patienten Resistenzen entwickeln und was kann man gegen diese Resistenzen tun. Besonders betroffen sind hier auch Patienten, die ein besonders schnelles Tumorwachstum haben oder Lokalisationen haben, die im Hirn auftreten. Hier sind neue Therapieansätze gefragt, aber auch Kombinationen zum Beispiel von BRAF-MEK-Inhibitoren oder auch die Kombination von Nivolumab und Ipilimumab hat gezeigt, dass solche Patienten deutlich profitieren. Aber es ist noch ein langer Weg, bis tatsächlich ein Langzeitüberleben von solchen Patienten, zum Beispiel mit Hirnmetastasen, erreicht wird. Im Stadium 3 haben wir jetzt auf dem ESMO 2017 in Madrid Studien vorgestellt bekommen, die sowohl die Kombination von BRAF-MEK, also Dabrafenib und Trametinib, gezeigt haben, als auch vom Nivolumab und erstmals eine deutliche Verlängerung des rezidivfreien Überlebens gezeigt hat. Man darf erwarten, dass in 2018 diese Medikamente zugelassen werden und auch für jeden Patienten in Deutschland dann als neue Therapieoption im Stadium 3 zur Verfügung stehen. Die Behandlung des Melanoms ist eine interdisziplinäre Aufgabe, in die Dermatologen, Chirurgen, Onkologen, Strahlentherapeuten involviert sind. Nach wie vor ist die Verhütung des Melanoms eine große Aufgabe, darüber aufzuklären, was sind die Risikofaktoren und auch die Prävention. Ist es erst zu einem Melanom gekommen und in Deutschland werden etwa 75% der Melanome recht frühzeitig erkannt. Das heißt, die Tumoreindringtiefe ist unter 1 mm. Aber für die Patienten, die später erkannt werden, also die 25% der Patienten, die eben eine Tumoreindringtiefe über 1 mm haben, oder die Patienten, die tatsächlich auch ein ein Schildwächter-Lymphknoten haben, der betroffen ist von der Tumorerkrankung, diese Patienten brauchen eine besondere Therapie. Für diese Patienten haben neueste Studien gezeigt, dass eine weitere Ausräumung von Lymphknotenstationen nicht mehr notwendig ist. Der Nachweis von Tumormaterial im Schildwächter-Lymphknoten ist prognostisch bedeutsam, ist für die Klassifikation bedeutsam, ist auch für die Prognose bedeutsam. Aber es gilt nach den neuesten Studien als sicher, dass weitere Lymphknotenausräumungen mit den entsprechenden Komorbiditäten nicht mehr notwendig sind. Das wird auch in 2018 sicherlich Eingang in die neuen Leitlinien finden. Neue Therapieoptionen wie die Nutzung von BRAF-MEK-Kombination oder auch von Checkpoint-Inhibitoren wie PD-1-Antikörper werden auch Einzug in die frühzeitige Therapie im Stadium 3 einziehen in 2018, wahrscheinlich auch bedingt durch die Zulassung dieser Medikamente als auch durch den Eingang in die neuen Leitlinien. Die neuen Medikamente, die zugelassen worden sind, initial für das Stadium 4, also die metastasierte Erkrankung, haben eindeutig gezeigt, dass
hier eine deutliche Verlängerung der mittleren Überlebenszeit erreicht werden kann. Während wir früher mit der Chemotherapie ein mittleres Überleben in der Größenordnung von etwa 9 Monaten hatten, sind mittlere Überlebenszeiten deutlich über 2 Jahren jetzt die Regel. Eine ganze Reihe von Patienten, die wir auch heute sehr gut charakterisieren können, zum Beispiel durch einen normalen LDH-Wert. Da wissen wir, dass diese Patienten eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit haben, die zwischen 40% und 50% bereits liegt. Und dadurch, dass diese Medikamente, die jetzt zur Verfügung stehen, nicht nur in der Erstlinie, sondern auch in der Zweit- und Drittlinie eingesetzt werden, ist davon auszugehen, dass diese 5-Jahres-Überlebensraten sogar für diese prognostisch günstige Gruppe sogar noch weiter steigen. Ungünstig ist die Situation, wenn bereits bei Diagnosestellung des metastasierten Stadiums ein erhöhter LDH vorliegt oder mehrere Organsysteme, also zum Beispiel Lunge, Leber und Knochen betroffen sind. Dann wissen wir, dass hier eine prognostisch deutlich schlechtere Biologie vorhanden ist. Und für diese Therapiesituation brauchen wir auf jeden Fall neue Therapieansätze. Und die positive Nachricht ist, dass auch in 2017 und 2018 eine Vielzahl weiterer neuer Kombinationsstudien bereits als Phase-3-Studien, also mit Zulassungsintention, auch in Deutschland durchgeführt werden, die für den Patienten eine deutlich gute Therapiemöglichkeit darstellen, um das Überleben weiter zu verlängern. Die aktuelle Situation der letzten 5-6 Jahre beim Melanom ist stürmisch. Das heißt, wir haben 30 Jahre keine neuen Medikamente gehabt und in den letzten 5-6 Jahren eine Vielzahl weiterer neuer Therapien. Das heißt, wir haben eine große Aufgabe, tatsächlich niedergelassene Kollegen, Personen in der Klinik, Ärzte in der Klinik darüber zu informieren, welche Fortschritte in der Melanomtherapie gemacht worden sind. Aber auch für den Patienten ist das eine sehr wichtige Sache, weil die Therapiemöglichkeiten beim Eintritt einer Metastasierung entweder im Stadium 3 oder im Stadium 4 sich in den letzten Jahren fast alles halbe Jahr verändert haben, durch Zulassung und durch neue Studienergebnisse. Das ist eine Herausforderung. Viele dieser Patienten, die heute zum niedergelassenen Arzt kommen und beraten werden, haben nicht immer den aktuellen Stand der neuesten Studienergebnisse und der neuesten Studienmöglichkeiten vor Augen. Von daher ist es wichtig, dass der Patient gut aufgeklärt ist und weiß, wo er tatsächlich die aktuellsten Informationen herbekommt. Die Homepage der Deutschen Krebsgesellschaft oder der Arbeitsgemeinschaft Dermatologischer Onkologie www.ado-homepage.de. Dort gibt es den Studiennavigator, wo man schauen kann, wo die neuesten Studienmöglichkeiten für einen Patienten zu finden sind. Diese geben in der Regel den besten therapeutische Möglichkeiten für einen Patienten tatsächlich wieder, weil Studien sind immer noch die beste Möglichkeit für Patienten behandelt zu werden, auch wenn wir jetzt eine Vielzahl von neuen Therapiemöglichkeiten haben, die tatsächlich schon einen Überlebensvorteil gezeigt haben.